in diesem Video. Herzlich willkommen zu meinem Spot-Report an der Nordwestküste Fuerteventuras und zwar in El Cotillo. Wer am letzten Spot im North Shore-Bereich der Insel ein paar Wellen abreiten möchte, der sollte wissen, was er tut. Denn der Beach Break und die Strömung haben schon so manchen Surfer aus den Schlaufen gehauen. Aber schauen wir uns die Insel erstmal in der Übersicht an. Von Europa aus ist man ruckzuck in etwa 4 Stunden auf den Kanaren. Die von mir besuchten Spots zeichne ich euch mal ein. Für mich die entspannteste Art hier zu reisen war mit einem Mietwagen. Der aktuell beste Anbieter ist Autoreisen. Recht zentral in der Mitte Fuerteventuras kommt man am Flughafen der Hauptstadt Puerto del Rosario an und braucht dann mit dem Auto ca. 45 Minuten bis nach El Cotillo. Bevor ich euch aber eine Runde mit aufs Wasser nehme, noch ein paar wichtige Infos zu diesem Küstenabschnitt hier im Nordwesten der Insel. El Cotillo und El Roche sind 2 nette Dörfchen, in denen es unterhalb und oberhalb 2 Surfspots hat. Im Süden der Wellenspot, der bei wenig Wind in der Hand von Wellenreitern ist. Und oben nördlich am Leuchtturm die kleine Lagune, in der nicht mehr als 10 Kiter oder Windsurfer Platz haben. Da viele aus dem 20 Minuten entfernten Corralejo als Tagesausflug zum Kiten oder Windsurfen herkommen, ist die Unterkunftssituation recht entspannt. Ich würde aber bei Bedarf einfach mal bei Booking.com, Agoda oder Airbnb checken. Wer mit dem Auto kommt, kann schon direkt nach El Roche auf die Schotterpiste links abbiegen und spart sich den Schlenker nach Cotillo. An der Steilküste findet man Parkplätze mit Abstieg in die Bucht. Wer zur Lagune will, fährt nach El Cotillo rein und hält sich rechts. Was die fahrbaren Windrichtungen angeht, ist man mit dem Passat, wenn er aus Nordwest kommt, gut aufgestellt. Aber auch mit Wind aus Süd kann man hier gut was anfangen. Kommt er hingegen zu sehr aus West, sorgt die Steilklippe gerne für Lufstau und bei zu viel Wind aus Nord die Klippe deutlich für Abdeckung. Gehen wir weiter ins Detail und zu den Live-Bildern zurück. Hier unser Parkplatz auf der Klippe. Der aktuelle Wasserstand ist kurz vor Low Tide und der aufmerksame Zuschauer erkennt schon die Steine und Riffplatten im Wasser. Das wäre für mich ein Grund, hier nicht mit dem Foil aufs Wasser zu gehen. Ein weiterer Grund, warum ich hier auch nicht als Anfänger bzw. Aufsteiger ins Wasser gehen würde, ist die Kombination von vorherrschender Windrichtung und der Strömung, die in dieselbe Richtung drückt. Wem der Kite hier mal außer Kontrolle gerät, kann sich ja vorstellen, wie er ihn oben am Bildrand, schön zu sehen, an der Klippe zerrissen aus den Felsen zieht. Material bekommt ihr bei Bedarf in den beiden Shops. Da ich heute Vormittag etwas wasserscheu bin, begleite ich meinen Kite-Buddy Marcel heute lieber mal mit meiner Drohne. Von ihm gibt es später im Video auch noch einen kleinen Einspieler von seinem eigenen Kanal. Wie schon erwähnt, sollte man an diesem Spot schon wissen, was man hier auf dem Wasser macht. Deswegen für mich klar eine fortgeschrittenen bzw. Könner-Empfehlung. Flachwasser findet ihr oben am Leuchtturm in der Lagune. Hier in der Bucht dominieren die Atlantikwellen und können im Winter auch mal bis zu 5 Meter hoch werden. Da die Kanaren eher für kühlere Winde bekannt sind, ist der Shorty nur im Hochsommer am Start. Was die Windausbeute angeht, ist Fuerte eine sichere Bank. Im Sommer entwickelt sich der Wind so gut, dass man von Starkwind sprechen kann, was die Sache aber leider noch böiger macht. Bevor es jetzt aber zur Lagune hochgeht, noch ein kleiner Einspieler von Marcel und seinem Kanal. Schön zu sehen, wie der Spot bei Südwind ausschaut und wie die Jungs hier richtig viel Spaß auf dem Wasser hatten.
Hi, hier bin ich wieder und wir drehen uns um 180 Grad mit Blick zum Leuchtturm und der Lagune. Und während ich langsam zur Lagune schwenke, noch ein paar allgemeine Tipps und Infos zu windfreien Tagen. Leider kann ich nur mit dieser Übersicht hier dienen, denn der einzige Kiter, der hier war, ging vom Wasser, als ich meinen Flug begann. Ihr findet aber unter dem Suchbegriff El Cotillo und Lagune noch weitere schöne Clips auf YouTube. Mit diesen Bildern endet auch mein Spot-Report. Wie immer kostenlos, aber nicht umsonst, denn auf meinem Kanal findest du alle Infos wie immer kompakt verpackt. Wenn euch mein Spot-Report gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wenn ihr Wünsche bezüglich Spot-Berichte habt, schreibt sie mir einfach in die Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Spot-Report.